Irgendwann zwischen dem Moment, in dem Sie gestern Abend auf der Terrasse Ihren letzten Tee getrunken haben und anschließend zum Schlafen ins Haus gegangen sind, und dem Moment, in dem Sie heute Morgen die Augen geöffnet haben, traf eine Spinne in Ihrem Hintergarten eine wichtige Entscheidung. Doch diese Entscheidung wurde keineswegs zufällig getroffen. Und sie fiel auch nicht auf irgendeinen beliebigen Ort. Mit großer Wahrscheinlichkeit entschied sie sich dafür, diese Entscheidung an einer Stelle umzusetzen, die Sie regelmäßig benutzen. Vielleicht auf dem Weg zu der Mülltonne, zu der Sie jeden Morgen Ihren Müll bringen. Oder auf einer Strecke, die Sie auf dem Weg zur Arbeit benutzen. Und diese Entscheidung ist keineswegs ein Zufall. Genauso wenig ist sie einfach nur Ihr Pech. Sie ist vielmehr die präziseste und effizienteste Entscheidung, die ein Lebewesen treffen kann, um in ihrem Hintergarten zu überleben. Doch die meisten Menschen wissen nicht, warum. Willkommen zurück auf dem Kanal Der Code des Gartens. Wenn Sie neu auf diesem Kanal sind und möchten, dass solche Inhalte auch weiterhin erscheinen, dann unterstützen Sie uns gerne mit einem Like und einem Abonnement. Denn in diesem Video werden wir Ihre Sicht auf die Spinnennetze in Ihrem Hintergarten verändern. Sogar auf jene Netze, die Ihnen manchmal direkt ins Gesicht geraten. Ich empfehle Ihnen, das Video bis zum Ende anzusehen, ohne etwas zu überspringen. Denn im letzten Abschnitt erklären wir ein Thema, das die meisten Menschen seit jeher missverstehen. Und wir werden lernen, was aus der Sicht der Spinne geschieht, wenn Ihnen beim Betreten des Gartens ein Spinnennetz ins Gesicht gerät. Dann beginnen wir. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Erster Abschnitt. Der Weg, auf dem Sie gehen, ist für Insekten eine Autobahn. Spinnen bauen ihre kunstvollen Netze nicht an Orten, die besonders schön aussehen oder an denen sich besonders viele Äste befinden. Sie richten sich nach ihrer Beute und errichten ihre Kunstwerke dort, wo ihre Beute am häufigsten vorbeikommt. Die Wege, die sie täglich benutzen, der Gartenpfad, die Lücke zwischen zwei Sträuchern oder der Bereich unter der Außenlampe sind für Insekten genauso attraktiv wie für sie. Der Grund dafür ist derselbe wie bei Ihnen. Solche Durchgänge enthalten die wenigsten Hindernisse und funktionieren wie Korridore, durch die man am einfachsten und problemlosesten gelangen kann. Genau wie Menschen möchten auch Bienen, andere fliegende Insekten und Schmetterlinge beim Umherfliegen möglichst nicht ständig auf Hindernisse treffen. Deshalb bevorzugen sie Bereiche, in denen sich nur wenige Blätter und Äste befinden. Und genau durch diese offenen Korridore gehen auch wir Menschen, netzbauende Spinnen, zu denen auch die in unseren Gärten weit verbreitete Gartenkreuzspinne gehört, bauen ihre Netze nicht auf den Wegen, die Menschen benutzen, weil sie Menschen als Beute ansehen würden. Stattdessen errichten sie ihre Netze dort, wo Wind, Licht und fliegende Tiere am häufigsten vorbeikommen. In Wirklichkeit hat es die Spinne gar nicht auf den Besitzer des Gartens abgesehen. Sie begegnen ihren Netzen nur deshalb, weil sie und die Spinne aus demselben Grund denselben Weg bevorzugen. Zweiter Abschnitt. Warum befinden sich die Netze nicht auf Körperhöhe, sondern fast immer auf Gesichtshöhe? Wenn Ihnen beim Gehen durch Ihren Hintergarten plötzlich ein Spinnennetz ins Gesicht gerät und Sie das als äußerst unangenehm empfinden, dann ist es keineswegs Zufall, dass sich das Netz genau auf Höhe Ihres Gesichts befindet und ebenso wenig, dass Ihnen das immer wieder passiert. Forscher, die netzbauende Spinnen untersucht haben, konnten zeigen, dass zwischen der Höhe eines Netzes über dem Boden und der Flughöhe der Beuteinsekten, auf die die Spinne abzielt, ein enger Zusammenhang besteht. Fliegen, Bienen und Schmetterlinge, die in ihrem Garten umherfliegen, bewegen sich meist in einer Höhe von etwa 1 bis 2 Metern über dem Boden. Um ihre Beute zu fangen, bauen Spinnen ihre Netze daher häufig genau in diesem Bereich. Dass sich die feinen Fäden auf unserer unbedeckten Haut befinden, bemerken wir oft erst, wenn das Netz an unserem Gesicht hängen bleibt. Dass Ihnen ein Spinnennetz ins Gesicht gerät, bedeutet also weder, dass Sie das eigentliche Ziel der Spinne sind, noch ist es Ihre Art zu sagen: Geh hier nie wieder vorbei. Sie hat das Netz auch nicht gebaut, um Ihnen Angst einzujagen. Der Grund für diesen Ort ist vielmehr, dass sich dort die größte Zahl ihrer Beuteinsekten aufhält. Dritter Abschnitt. Die Spinne merkt sich den Ort, nicht Sie. Das Spinnennetz, das Ihnen gestern noch ins Gesicht geraten ist und das Sie mit den Händen entfernt und zerrissen haben,
kann Ihnen heute schon wieder an derselben Stelle begegnen. Viele Menschen ärgern sich darüber und glauben, die Spinne würde ihnen aus Trotz jeden Tag wieder genau dort ein Netz bauen. Tatsächlich hat dieses Verhalten jedoch überhaupt nichts mit uns Menschen zu tun. Dahinter steckt vielmehr ein bemerkenswerter Gedächtnismechanismus. Spinnen bauen ihre Netze jeden Tag neu. Und die Zeit dafür liegt meist in den frühen Abendstunden. Dabei nutzen sie stets feste Ankerpunkte, die sie immer wieder verwenden. Ein Zaunpfosten, ein Ast oder eine Dachrinne dienen ihnen als stabile Ausgangspunkte für den Neubau. Selbst wenn sie die sichtbaren Teile eines Netzes entfernen, bleiben die tragenden Hauptfäden oft an derselben Stelle erhalten. Deshalb sucht die Spinne nicht nach einem völlig neuen Ort, sondern nutzt diese stabilen Fäden und erneuert ihr bestehendes Netz. Sie entscheidet sich erneut für den Ort, an dem sie bereits gute Erfahrungen beim Beutefang gemacht hat. Sie sind nicht ihr eigentliches Ziel und sie tut das auch nicht, um ihnen eins auszuwischen. Für dieses kleine Lebewesen ist dieser Ort einfach der sinnvollste und effizienteste Weg. Denn wenn das Fundament einer Konstruktion erhalten geblieben ist, ist es immer einfacher, darauf erneut aufzubauen. 4. Abschnitt: Was tatsächlich geschieht, wenn Sie ein Spinnennetz zerstören. Der interessanteste und zugleich bemerkenswerteste Teil ist eigentlich genau dieser. Wenn Sie ein Spinnennetz absichtlich oder versehentlich zerstören, machen Sie die Spinne nicht nur obdachlos. Gleichzeitig nehmen Sie ihr auch die Energie und die Mühe, die sie den ganzen Tag dafür aufgewendet hat. Je nach Art und Größe der Spinne benötigt eine Spinne, die ein vollständiges kreisförmiges Netz bauen möchte, zwischen 30 und 60 Minuten Arbeit. Während sie dieses Netz errichtet, verbraucht sie einen beträchtlichen Teil ihrer Proteinreserven. Denn das Netz, das wir mit unseren Augen sehen und oft ganz beiläufig zerreißen oder entfernen, besteht tatsächlich aus Proteinen, die im Körper der Spinne produziert werden. Einige Spinnenarten fressen ihre beschädigten Netze, bevor sie ein neues bauen, und gewinnen dadurch einen Teil ihrer Proteine zurück. Kurz gesagt, wenn Sie aus Spaß das Netz einer Spinne zerstören, das sich in der entlegensten Ecke Ihres Gartens befindet, werfen Sie in Wirklichkeit das Wertvollste weg, was dieses kleine Lebewesen besitzt. Sein Zuhause, seinen Lebensraum, die Mühe, die es für seine Nahrung aufgebracht hat, und vor allem etwas, das es aus den Proteinen seines eigenen Körpers hergestellt hat. Trotz all dieser Schwierigkeiten baut die Spinne noch am selben Abend an derselben Stelle erneut ihr Netz. Der Grund dafür ist kein Trotz gegenüber ihnen. Für die Spinne ist dieser Ort nach wie vor der ertragreichste und geeignetste Platz zum Jagen. 5. Abschnitt: Warum scheinen manche Netze ihnen auszuweichen? Es gibt noch eine zweite Seite dieses Themas, die weit weniger bekannt ist. Spinnen, deren Netze ständig zerstört werden, zum Beispiel solche, die gezwungenermaßen jeden Tag an einer Stelle bauen müssen, an der häufig Menschen vorbeigehen, zeigen bei manchen Arten deutlich erkennbare Verhaltensänderungen. Sie verlegen ihr Netz an einen etwas anderen Ort, etwas höher oder tiefer oder etwas weiter nach rechts oder links. Diese Veränderungen sind mit bloßem Auge gut zu erkennen. Der Grund dafür ist ein Lernprozess, der dadurch entsteht, dass ihr Netz an derselben Stelle immer wieder beschädigt wird. Das bedeutet nicht, dass die Spinne sie als Person erkennt oder sich an ihr Gesicht erinnert. Was sie sich merkt, ist lediglich, dass ihr Netz an genau dieser Position immer wieder zerstört wird und dadurch Schaden nimmt. Es handelt sich um einen einfachen, aber äußerst wirkungsvollen Lernprozess. Ein Netz, das ständig zerstört wird, bedeutet einen ständigen Energieverlust und gleichzeitig eine geringere Chance, genügend Beute zu fangen. Deshalb setzt bei Spinnen in einer solchen Situation ein notwendiger Lernprozess ein. Ein Netz, das länger unbeschädigt bleibt, bedeutet für die Spinne sowohl einen besser gefüllten Magen als auch einen geringeren Energieverbrauch. Aus diesem Grund können Sie beobachten, dass ein Spinnennetz an Orten, an denen Sie jeden Tag vorbeigehen, mit der Zeit immer wieder seinen Platz verändert. Der Grund dafür ist nicht, dass die Spinne ihr Gesicht gesehen hat und sich denkt, oh, das war dem Menschen jetzt aber unangenehm, morgen baue ich mein Netz woanders. Der Grund ist vielmehr, dass die Spinne sie nicht erkennt, sondern gelernt hat, dass der ursprünglich gewählte Standort aus energetischer Sicht nicht mehr lohnend ist. 6. Abschnitt: Die Wahrheit, die fast niemand kennt.
Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, zu dem Abschnitt, der Ihre Sicht auf Spinnen vollständig verändern wird. Für Spinnen sind wir weder ungebetene Gäste noch ihre eigentliche Bedrohung. Aus ihrer Sicht unterscheiden wir uns nicht von Wind, Regen oder einem Vogel, der an ihnen vorbeifliegt. Für sie sind wir einfach ein Teil der natürlichen Abläufe. Sie hegen weder Hass noch Feindschaft gegen uns, nur weil wir ihr Netz beschädigt haben. Manchmal sind wir jemand, der ihr Netz absichtlich oder unabsichtlich beschädigt, aber wir sind keineswegs ein Jäger, der gezielt loszieht, um Spinnen zu töten. Spinnen sind durchaus in der Lage, zwischen einem Lebewesen zu unterscheiden, das ihr Netz immer wieder beschädigt, und einem Räuber, der gezielt unterwegs ist, um sie zu töten. Ein Mensch gehört dabei in die Kategorie derjenigen, die ein Netz versehentlich beschädigen. Die Spinne nimmt daher nicht an, dass jemand es gezielt auf ihr Leben abgesehen hat. Deshalb geraten die meisten netzbauenden Spinnen, die in unseren Gärten leben, auch nicht in Panik, wenn ein Mensch gegen ihr Netz stößt. In der Regel lassen sie sich an ihrem Sicherheitsfaden nach unten fallen, warten einige Minuten und kehren anschließend zurück, um ihr Netz erneut aufzubauen. Für Spinnen ist der Hintergarten ihres Hauses kein gefährlicher Ort. Ganz im Gegenteil. Ein regelmäßiger, beständiger Alltag kommt ihnen sogar zugute. Und ohne es zu bemerken, sind auch sie seit Jahren ein Teil dieser Ordnung. Gestern Nacht sind sie vielleicht beinahe unbemerkt an einem Spinnennetz vorbeigegangen. Dieses Netz war weder ein Zufall noch wurde es gebaut, um sie zu stören. Es war das Ergebnis einer äußerst präzisen Entscheidung, die jeden Tag aufs Neue getroffen wird. Das kleine Lebewesen, das diese Entscheidung traf, hatte aus genau demselben Grund wie sie diesen Ort gewählt, weil er offen, funktional und immer wieder bewiesen hat, dass er funktioniert. Wenn Sie das nächste Mal durch Ihren Garten gehen, denken Sie daran, dass Sie wahrscheinlich gerade den Lebensraum eines kleinen Lebewesens durchqueren, das diesen Ort schon seit langer Zeit sein Zuhause nennt. Schreiben Sie unbedingt in die Kommentare. Gibt es in Ihrem Garten ein Spinnennetz, das immer wieder an derselben Stelle auftaucht, ganz gleich, wie oft Sie es entfernen? Ich lese jeden einzelnen Ihrer Kommentare. Bis zum nächsten Video.